Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Wir befinden uns hier beim Ostafrika-Haus und da haben wir eine Vergesellschaftung aus zwei bzw. eine dritte Tierart noch dabei. Also wir haben da die Van Decken-Tokos und die Zwergmangusten. In der Nachbarschaft die südlichen Hornraben und die können auch die Giraffenanlage und den Besucherbereich betreten. Ja, warum kam es zu dieser Vergesellschaftung? Also aufgrund des geografischen Verbreitungsgebietes eignen sich diese Tiere halt auch als unmittelbare Nachbarn für die Netzgiraffen. Und die Deckentokos und die Zwergmangusten leben ja auch in der Wildbahn oft, nicht nur im gemeinsamen Lebensraum, sondern man kann fast sagen in einer Symbiose. Also die Zwergmangusten gehen ja, wenn sie auf die Jagd gehen, warten sie oft schon gezielt auf die Tokos. Das heißt, die Tokos sind Nutznießer, weil sie aufgestöberte Kleintiere und Insekten mitfressen können. Auf der anderen Seite ist es für die Zwergmangusten eine ganz gute Warnung, weil die Deckentokos immer so einen Warnruf von sich geben, wenn irgendwelche Greifvögel oder Ähnliches durch die Luft schwirrt und die Zebramangusten dadurch indirekt geschützt sind. Vom Lebensraum sieht man ganz schön, wir haben da künstliche Termitenbauten drinnen. Das ist dadurch, dass die Zwergmangusten auch in der Wildbahn oft verlassene Termitenbauten bewohnen. Ansonsten müssen sie selber Erdbauten graben und so ein verlassener Termitenhügel ist halt immer ein willkommenes Fertighaus, kann man schon fast sagen. Zu den Hornraben, also die gehen halt wirklich auch im Besucherbereich spazieren, also die zwei sind richtige Persönlichkeiten. Der Mr. Pomeroy und die Pepesa sind auch bei unseren Zoobesuchern recht bekannt, weil sie sich auch im Giraffenpark herumtreiben und auch auf den Besucherwegen. Das ist für die Tiere auch eine ganz gute Beschäftigung, gleichzeitig auch für die Besucher ein nettes Erlebnis, wenn man so die Hornraben ja auch auf dem Besucherweg spazieren sieht. Das kommt ein bisschen aus der Historie von Mr. Pomeroy, der das auch aus dem Zoo, aus dem er ursprünglich gekommen ist. Da war er auch bei einer Flugshow mit dabei und der ist einfach den direkten Kontakt mit den Besuchern sehr gewöhnt und man braucht sich ja keine Sorgen machen, also er tut nichts, er ist völlig harmlos. Das Einzige, wo er es manchmal abgesehen hat, sind irgendwelche lustigen, bunten Stofftiere oder rote Kapperl. Das ist halt so sehr attraktiv für ihn. Aber er nimmt es auch nicht weg oder es ist nie ein Problem. Er schaut natürlich durch seine Größe und durch seine dunkle Farbe und den langen Schnabel sehr beeindruckend und gruselig aus, aber beide sind sehr friedfertige Tiere, kann man fast sagen. Für die Giraffen ist es natürlich auch eine nette Abwechslung, weil die Hornraben auch bei ihnen im Stall und im Haus zu Besuch kommen und dort auch manchmal in der Einstreu herumwühlen, ob es da irgendwas Fressbares gibt. Und gerade unsere junge Giraffe, die Amari, die findet das immer recht lustig, wenn man ein bisschen die Hornraben so verschrecken kann und hinterherläuft. Zu unseren Hornraben gibt es auch eine ganz nette Geschichte. Also der Mr. Pomeroy ist immer, wenn er besonders attraktive Futtersachen gefunden hat, also sei es irgendwelche kleinen Mäuse, irgendwelche besonders leckeren Insekten, dann bringt er die seiner Frau, der Pepesa, er zeigt ihr es dann schon, präsentiert es ganz stolz. Und wenn sie sozusagen, wenn sie sich freut dran, dann nimmt er es auch, er füttert sie auch in der Höhle damit und er ist dann immer ganz stolz, wenn er ihr eine Freude gemacht hat.
das Video gefallen hat und ihr kein neues Video mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt am besten den Kanal. Wenn ihr noch mehr vom Tiergarten Schönbrunn sehen wollt, dann schaut doch mal in unsere Playlist über diesen wunderschönen Zoo in Wien.